So, beleuchtete Grüße. Jetzt ist die Frage, schließen wir das Kellerfenster auf? Da ist übrigens ein Vogelhaus drin in den Dings. Was macht Kuno jetzt eigentlich die ganze Nacht? Ich weiß nicht, ob ich dieses Kellerfenster wirklich aufschließen möchte, weil eigentlich will ich ja... This must be it. The basement door is weather-worn. The copper nails holding the upholstery in place have turned green from sea air, and there's a knocker shaped like a lion's head. Presst dein Ohren gegen die Tür. The leather upholstery is worn and rough against your jaw. You don't hear any movement. Warte mal, das Kellerfenster hat, die Kellertür hat Leder? In fact, it's oddly silent in the yard around you. No birds chirp. Ist kurz vor 10. You knock silently. The upholstery muffles the sound. No response comes from the apartment. Eigentlich will ich klar nicht ins Ding spielen. Ich bin nur wie neugierig, was drin ist. You try to be as silent as you can. It takes a bit of rattling of the handle to loosen the bolt. Finally, the door unlocks with a small clack. Thoughts race through your head. Ein Gedanke. The sound of the key turning still echoes in the yard. Hopefully no one heard. There's nothing else to do than to leave and tell Everard. No conceivable reason for you to intrude on the premises. Was? Es gibt keinen Grund There reinzugehen? might be important information in the apartment. I mean, there might. Ja. As you hold the open door, you can feel the air moving. A little draft, a whistle. Du hast ein Pfeifen? Jetzt bin ich zu neugierig. Ob ich die Tür wieder hinter mir zuschließen kann? Aha. Der Raum riecht nach Desinfektionsmittel. Irgendwas ist chemisch. A row of mugs sits on the shelf. Each one depicts a human figure. A dark-skinned woman grinning amidst mysterious symbols. A broad-shouldered man shoveling potatoes. And others. Koloniale Tassen? Ob hier unser... Aber wer wohnt hier? A little ring. Though cheerful, the images on the ceramic make you vaguely uncomfortable. There's something disdainful in the way the curves and lines of the bodies were drawn. Ist da was Herablassendes neben The mir? images betray a lack of interest in human beings. They are merely unflattering caricatures. Desinteresse an Menschen. The owner of these mugs doesn't like people of other ethnicities very much. Schon wieder rassistische Tassen. Und er kann doch denken, was er will. Wir leben in einer freien Welt. Typisches Arschloch. This person is unhappy. Du zückst deine gelbe Manntasse und vergleichst mit denen im Regal. Yes, your broken mug friend would feel very much at home here. The same humor, the same mocking lines. The owner of this collection could be dumping his trash in the Whirling's container. An interesting little clue. Let's see where this goes. Clues have a way of magically connecting to other clues. Down. Oh ja, Spuren werden zu Spuren. Perhaps you should break into apartments more often. Haha, ich sollte öfter eine Wohnung einbringen. Ist es wirklich die Person, die auch die Kleidung des Toten in den Müll geworfen hat? Who knows? Could be. But this clothes in the trash lead doesn't really seem like it's going anywhere. Still, good thing to keep in mind. Kleidung und Müllspuren bringt You nichts. could ask Everard who this person is once you're done here. Hat Everard nicht gesagt, dass wir uns auf keinen Fall diese Bude hier angucken sollen? Was haben wir hier noch? Wer immer hier wohnt, bewundert muskelbepackte Fantasy-Helden mit blonden Haaren. Ach, das ist doch bestimmt der Mann aus Helmdall. Oh, intersoläres Frackhemd. Einfach nur Logik +1. Was habe ich gerade für ein Ding hier? Ich habe ein weißes Satan, das macht Konzeptbildung. Ich mag meine Konzeptbildung. Beste Frage ist das. Du kennst die Wärme der roten Sonne auf der Fahne beinahe spüren. This is the flag of Revachol, the suzerainty. Ist es von unserem guten Freund? Nee, nicht Jean-Luc, sondern der andere hier, unser alter Kavalier. Was hat es mit der Sonne auf sich? This isn't just one sun, but there are little suns dancing around the big sun. This is the sevenfold sun miracle. Das siebenfache Sonnenwunder. Schön, dass wir das mitten in der Nacht sehen. Was ist das? It's an optical atmospheric anomaly the first settlers saw. Happens in cold weather. 6 small suns around the big one. This complex halo phenomena is how old Revachol got its flag. Man sieht es bei kaltem Wetter. Aha. Du verbeugst dich vor der Flagge. Du schließt den Gedanken ab. Du verbeugst dich nicht vor der Flagge. Das macht mich ja bestimmt gleich zum Royalisten, The oder? flag accepts your honorable salute with quiet dignity. Die stille Ehrenbezeugung. Ein geöffnetes Buch mit dem Titel Die geheime Welt der Gehstöcke. Wen kennen wir mit Gehstock?
Ist das Geld? Ja, Magnesium. Oh, jemand, der gehen wollte. Ein kleiner Koffer voller Kleidung. Ist jemand zu Besuch? Oder jemand, der gehen möchte. Das hier ist doch so ein alte Leute, die aufstehen wollen, Hilfe-Dingsi, oder? Das ist doch ziemlich sicher das Apartment von seinem guten Freund. Essenszeug. Aber es sind 2 Räume, ne? Das sind 2 Betten. Da ist ein Bett und da ist ein Bett. Aber mit dieser Aufstehhilfe. Ich kann die Tür leider nicht wieder abschließen, das ist sehr schade. Hab ich schon wieder einen Skillpunkt? Ich hab schon wieder einen Skillpunkt. Tja, das müssen wir nicht nur alte Leute, wird auch im Krankenhaus genutzt. Ja, aber das ist. Wir gehen mal davon aus, dass die Person, die das hier macht, alt ist, oder? Das könnte man jetzt leveln vor lauter Angst. Schauspielkunst? Schauspielkunst war uns bis jetzt immer sehr treu. Also Suggestion braucht man eigentlich auch nicht mehr mit anfangen, ne? Reaktionsvermögen, Mechanik haben wir fast auf Maximum. Wer viel mehr kommt da? Die Hand-Augen-Koordination, Wahrnehmung? Gewandtheit. Das wird, glaube ich, auch nichts mehr. Empathie? Empathie hat bis jetzt immer viele lustige Dinge getan. Konzeptbildung? Ich habe mir jetzt übrigens tatsächlich so ein Display gekauft von diesen, also dieses Bild hier, das ich jetzt... Ich muss nur überlegen, wo ich das am besten an die Wand hänge. Ich finde es irgendwie witzig. Also witzig ist vielleicht das falsche Wort. Es ist auf seine verstörende Art und Weise, ist es irgendwie künstlerisch. Rhetorik. Mit Rhetorik habe ich, glaube ich, gerade irgendwie bis jetzt relativ wenig gemacht, oder? Ich lerne jetzt Schauspielkunst. Vielleicht bringt mich das noch irgendwie weiter in irgendeiner Art und Weise. Soll ich mal mit Kuno West, können wir mal nichts reden? Trying to sneak up on me again. Ja, what the fuck, off Bull. Oh ne, Pick. Ja, die gute Wand. Wir brauchen immer noch rote Farbe, aber da müsste ich ja von irgendeinem Auto mal, ein Regierungsauto, die Farbe ablassen. Genau, verstören. Ja, wenn du mal bis zu Besuch kommen möchtest. Das verstörende Bild hängt irgendwo an der Wand wahrscheinlich dann. Ich weiß noch nicht genau wo. Das ist noch eine schwere Entscheidung. Ich glaube, der Eisbär hat mir relativ freies Geleit gelassen, wo ich was hinhänge, aber ich muss mich noch entscheiden. Ich bin mit mir noch nicht eins. So, ich nehme mal an, wir haben immer noch nicht die notwendigen This Mittel. orange machine is you slip your no. If you want to try. Equip the pry bar by... Ja, aber mit der Prybar wird das auch nichts. Das haben wir schon probiert. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream. Ja, da brauche ich auf jeden Fall noch. Dass da minus 20 dran steht an den Attribut, sagt mir, glaube ich, alles, was ich darüber wissen muss, oder? So, unsere Leiche. Oh, können wir über die nachts nochmal reden? Unser Leicherich. The bear's eyes are still. Ah, nee, halt. glowing. Die Leiche ist gar nicht da. Kim ist ja damit weggefahren mit der Leiche. Schlafzimmer kommt das Ding nicht. A thick layer of coal dust covers the furnace, coloring it pitch black. Du brüllst Hallo in den Heizofen? Something breaks loose in you. A mighty bellow echoes throughout the chimney's depths. The chatter of tiny voices above suddenly cease. Then, Hörst du eine Frauenstimme antworten? you've awakened the entity. Ich hab das Wesen geweckt. Hallo, sind Sie da? Sprechen Sie mit mir. Hello? Did you say anything? I can't hear you. Please come upstairs. There's a safety curtain on the second floor. I'll open it. You hear a low rumble upstairs, the sound of a curtain being pulled aside. Ah, das Ding, was ich versucht habe aufzubrechen. Sehr schön. Also wir schaffen ja nachts viel ohne Kim. Jetzt fehlen uns natürlich so ein bisschen die Kommentare von ihm, weil ich jetzt gerade irgendwie die gute Detektivarbeit mache. Ach nee, das war ja das mit dem Magnetding, das war das lustige Spiel. Ja, ist natürlich total geil, durch den gescheiterten Gewerbeblock im Dunkeln zu laufen. Aha. Was haben wir hier Schönes? Dieser Sortierkasten ist voller Würfel. Es sind farbenfrohe Würfel mit vielen Seiten. Hunderte von ihnen. Also quasi Kugeln. Die Süßigkeitenautomaten wurden zum Würfelspender umfuchst, sind Tausende von ihnen. Und die Person hört laut Musik und was ist das jetzt? Die Spieledesignerin? Guten Tag. Hello. I'm Nia. Eine vogelartige Frau sitzt auf einem Thron aus Werkzeugen. Smaragdgrünes Licht dringt durch ihr Haar. Did you try knocking on my window? I must have missed you. I've been listening to my Milius. Sie tippt gegen ihre Kopfhörer. Milieus? Die Würfelmacherin. So what kind of die are you looking for? Ich suche noch gar keinen Could Würfel. this be the malicious entity? Perhaps it's wise to go along with this masquerade for now.
Aha. Die hat übrigens auch so ein gelbes Tuch, wie Olle Elizabeth vorher auch hatte. She's got a direct view to the backyard. You should interrogate her about the lynching. Aber sie scheint ja irgendwie immer sehr abgelenkt zu sein mit seinem Kopfhörer und alles. Warten Sie, was machen Sie mit Milieus? Yes, a milieu is like a call-in station. You need a two-way radio to access one. That's why I have these. Oh, das hat sie doch bestimmt bei... Nee, das andere... Wir haben doch mit irgendjemandem zwischendurch geredet, mit dem Funkgerät, oder? Das ist eine Funkstation, mit der man reden kann? Ja, es lebt also auch quasi online. Mostly, they just teach you to swear in different languages. But some of the stations can be quite interesting. I was so absorbed, I must have missed you knocking. Ah ja. Sie müssen mich hier noch vergessen. Ich habe nicht an ihrem Fenster geklopft. Habe ich tatsächlich nicht. Then how did you get inside? By the south entrance? You know what? It doesn't even matter. What matters is that you're finally here. Let's talk dice. Did you have something specific in mind? Reden wir über Würfel. Habe ich einen Würfel bei? Nee. Warum fragen wir mich nach Würfeln? Du fährst fort. I'm a novelty dice maker. Tell me the name of your role-playing system and I'll make the die you need. That's why you're here, yes? Sie macht spezielle Würfel für spezielle Rollenspielsysteme. Da kann ich leider nicht so viel bieten, weil ich habe nur D20s. Aber einige davon. Ich glaube, ich habe nur 4 schöne Würfel. Das ist das Holz. Ich habe noch keinen Novelty Dice Maker beauftragt, um welche Würfel zu machen. Die ist, glaube ich, aus so einem Glassteinartigen Zeug. Besonders fancy sind die auch nicht. Aber dadurch, dass ich halt irgendwie kein Pen and Paper oder so spiele, braucht man in der Regel auch nicht so oft fancy Würfel. Der hat den so Glitzer. Aber ich habe halt, wie gesagt, nur die 20 und nicht irgendwie 20.000 andere Arten. Die müssen wir übrigens auch bald umziehen. Na gut, weiter. Role-playing games? You know the one made by Fortress Accident. Does that count? Klar, ich mag Rollenspielen und benötige ein paar Würfel. Vielleicht, ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, warum ich hier bin. Nein, ich bin auf der Suche nach etwas anderes. Du kennst deine Augen zusammen. Antworten. Momentan möchte ich keine Würfel kaufen. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich bin ehrlich. How strange. Well, if you're interested, my rate is 10 real per set. Unless you want something really unusual. Standard kostet 10 Real? Ja, könnte ich mir sogar leisten, aber ich wüsste nicht wofür. Take a look around and see if there's any particular stone you want to use. An den Wänden um sie herum prangen Reihen wertvoller Steine und Mineralien. It almost looks as if the stones and dice are a natural part of the room, growing out of the shells like stalagmites. Ich finde die Pflanzen, die erwachsen, eigentlich viel interessanter. No falsehoods are present. She's a novelty dice maker and doesn't have anything to hide. Danke, liebe Ask what you Schauspielkunst. need. Also die Schauspielkunst erkennt keine Falschheit. Wie sind Sie Würfel machen geworden? Okay, ich möchte über den Würfel bestellen. Den Mann, der hinter dem gesagt. Wir fangen erstmal mit den Obersten an. Wie soll das die Würfelmacherin geworden? How did I become one? It was a business decision. I was a regular jeweler at first, but that's an unfocused field with too much competition. Zu viel Wettbewerb. Deswegen ist er Würfelmacher. Okay, dann macht man Novelty Dice. Das ist klar. Also sie war eine normale Juwelierin, dann hat sich gedacht, hey! Some of my friends were role players. They asked me to make some polyhedral dice out of cobalt. That was my first order. I grew it from there. Aus Kobold? Irgendwo habe ich noch von so einer Industriemesse so einen Würfel aus, glaube ich, purer Bronze war der? Der war ziemlich schwer. Also Metallwürfel sind lächerlich schwer. Und auf jeden Fall, also das war halt Industriemessen, die haben mir ihren tollen Roboter vorgezeigt, der da halt irgendwie diesen Würfel gedremelt hat, live vor dir hin. Und der ist auch recht stabil, aber halt auch lächerlich schwer und zum Würfeln eher ungeeignet. Ich habe noch hier diese Bakelit-Würfel. Quasi abstücken. Ich mag sie sehr. Spielen Sie selber Rollenspiele? Not especially. I like working with rare materials and a steady pay. And role players as customers? They're nice people. Sie mag beständiges Einkommen. Dann ist sieht hier irgendwie sehr mietfrei aus, diese Einbude. Some of those nice people have big bucks to spend on novelty items. Aha. She's thankful for the security they provide her. Das ist irgendwie also Empathie bringt mir leider, also es bringt mir zwar so ein paar Einsichten, aber leider kann ich mit den Einsichten nicht so viel machen, ne? Was ist denn so der Mann, der hinten gelyncht wurde? Nothing really. I didn't know him. Das war nicht direkt die Frage, die ich gestellt habe, aber danke. Who cares about the dead body? We might be dealing with a malignant entity here.
Ja, ja, liebes Innenleben, beruhige dich. Ist das Ihr Ernst? Sie haben einen hervorragenden Blick auf den Hof und haben am Sonntagabend nichts gesehen oder gehört? I'm sorry, Detective, but as you know, I usually have my headphones on when I'm working. It shuts out most of the daily ruckus behind my window. Das täglichen Unruhen dieses Fensters. Ich habe mich übrigens noch gar nicht als Detective vorgestellt, mal von der abgesehen von dem Hut und dem anderen Zeug. Woher weiß ich das denn jetzt auf einmal? Was meinen Sie mit täglichen Unruhen? Well, there's always something going on in the Whirling's backyard. Sie hält inne und versucht, ein Beispiel zu finden. During daytime, there are usually those kids. And lately, I've been seeing a lot of drunk workers hanging about. Must be because of the strike. Bestimmt ist der Streit. She's heard of the murder, but did not see it, sire. Ah, danke, lieber Schauspieler. She's not sorry to disappoint you. Informing on someone in a murder investigation would intrude upon her focused existence. Sie freut sich, dass sie mich enttäuschen But kann. I never saw anyone during that fateful Sunday night, I'm afraid. Also ich weiß immer, wann das war. Sie haben während der Arbeit nie einen Blick aus dem Fenster geworfen? I might have, but in this case, all I would have seen is my own reflection staring back from the darkness. Na toll, sie hat maximal sich selber It's gesehen. light here, but dark in the yard at night. Ja, super Erkenntnis. It's really hard to make anything out in the yard when it's dark outside. Besides, I rarely get up to look out the window when I'm in the zone. Ah, das ist nicht gut für den Rücken. Arbeiten Sie oft sonntags nachts? Sehr wahrscheinlich ist er freischaffend. It's an odd profession, making dice for people. 2. But I like it, and I 6. prefer doing this to sitting at home. Achso, sie hat noch ein Zuhause. Das ist, also, weil hier stehen so verschiedene Stühle rum, das sieht halt so aus, als würde sie hier auch partiell leben. Verstehe, danke für die Antwort. She nods. Sie nickt. Anything else, officer? Hey, wo sind wir überhaupt? Was ist das hier? Du siehst dich im Raum. Ja, wie ist der Ofenraum oder nicht? We're inside the chimney of an old central 1. furnace. It's strange, I know. Sie wirft einen Blick auf die rötlichen Ziegel, aus denen die Mauern bestehen. Obwohl sie neu gestrichen wurden, ist hier und da schwarzer Ruß zu sehen. Also wir befinden uns im Kamin eines zentralen But Hofes. when I arrived here, all the other rooms were taken, so I had to build myself a makeshift home. Besides, I don't really have to pay any rent here, so that's a plus. Sie ist also ein mietfreier Parasit der Gesellschaft. Vor allem und kriegt gutes Einkommen durch ihr Würfelbusiness. So. Plaisance was right. There's an entity living in the chimney. You should ask her about the curse. Ja gut, sie ist aber nicht im Gewerbeblock, sondern halt in den Wänden. Wissen Sie, was aus den Mietern geworden ist? Außer ihnen sind alle verschwunden. Naja gut, sie sind halt pleite gegangen, ne? Also damals, wo sie hier wohnen wollte, war nirgendwo anders Platz und sie hat dann entschieden, ja, ich ziehe jetzt in die Wände. Ich habe gehört, dass ein Fluch auf diesen Ort lasten soll. Wissen Sie, was die Leute das Gebäude den verfluchten Gewerbeblock nennen? I've heard the stories, but I don't think those stories are true. Sagt und nickt, von oben, während von oben durch den Ofenschacht der Wind herbeiheult. Augenblick, wie erklären Sie sich dann das Scheitern all dieser Firmen? It's just capitalism. We only hear about tales of success, so it's often surprising to realize how many ventures actually fail. Sie zuckt mit den Schultern. Also sie meint halt, das ist halt ganz normaler Kapitalismus, das ist halt Survivorship Bias, dass halt du immer nur von den geilen Storys hörst und die vergessenen Buden gehen halt einfach unter. Ja, Pleasance hat mich auf jeden Fall geschickt, sie ist davon überzeugt, dass das in diesem Gebäude von bösen Energien wimmelt. Plaisance, the bookshop lady? I've heard that her business is doing rather well. Have the energies spared her somehow? Weißt du, ihr habt gehört, dass ihr Geschäft gut läuft. Na gut, Jammern ist der Gruß des Kaufmanns, ne? Pleasance ist eine weise Frau. Sie besitzt die medinische Talisman zum Schutz vor Fluch. Eigentlich läuft der Buchmann gar nicht so gut. Es kommen kaum Kunden und sie muss die eigene Tochter ausbilden, um das Geschäft am Laufen zu halten. Der Fluch wartet bloß den rechten Augenblick ab, ehe er erneut zuschlägt. Früher oder später scheitern alle, sogar sie. Ich weiß nicht, warum der Buchladen noch nicht pleite ist. Ich bin hier, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ja, Tochter. Oh, ist die Würfelmacherin gefunden. In der Tat, ich erzähle ungefähr 20 Minuten von Würfeln und du ignorierst das. Darauf erstmal eine 6. Oh, right. But it's not just the bookstore that's still up and running. What about the whirling in rags? Some people say it's part of the building complex. Wie oft kommt sie raus, dass sie mich das fragen muss? Das Whirling wächst des Teils verfluchten Gewerbeblocks. Das heißt, wir können mit der Tür irgendwas machen. Ja, aber es ist und bleibt ein separates Gebäude. Dort können die bösen Energien nicht gelangen. Nein, das Whirling geht es wirtschaftlich ebenfalls nicht gut. Gerade erst ist die Kellnerin abgehauen. Die Gäste haben Schwierigkeiten, ihre Rechnung zu bezahlen. Die Gäste haben... Moment, ich frage mir das da. You could say so. Both houses were built at the same time and under the East of the Commerce Central project. Das Easter der Gewerbezentrum. Ja, aber das ist wirtschaftlich gut. And then there is me. Ja.
Sie seufzt und wirft einen Blick auf ihr chaotischen Arbeitstisch. Darauf liegen alle möglichen Werkzeuge verstreut. Von Messern über Schnitzpfeilen bis hin zu Seitenschneidern. I've been here for 14 years, selling novelty dice to role-playing enthusiasts. Not exactly a million-real business idea, yet somehow I've survived despite the talk of malicious energies. Strange, isn't it? Tja, jetzt trotz allem, weil sie sitzt hier seit, achso, ich habe 40 Jahre verstanden, aber sie sitzt hier seit 14 Jahren. Das ist nicht ganz so schlimm. Maybe it's just because she's so talented that she's been able to woo the curse. Natürlich hat sie sich dem Fluch unterworfen.